ist gar nicht so einfach. Also wenn man durchguckt, kriegt man es hin. Jetzt sieht man hier schon Farben, weil man muss immer durch. Grüß dich, der Preibusch hier. Herzlich willkommen zu meinem zweiten Video zur Farbenlehre von Goethe. Heute möchte ich das Experiment mal nachvollziehen, was Goethe gemacht hat, was ihn zur Farbenlehre gebracht hat. Und du hast so eine kleine Vorschau schon gesehen. Das bin ich hier, so ungefähr sehe ich aus. Und hier, das nehmen wir mal weg, weil hier unten, das ist ein Kunstwerk von mir, das ist ein Ergebnis des Denkens aus der Farbenlehre von Goethe. Also dahin hat es geführt zum Schluss zu diesem Kunstwerk, oder das ist nicht der Schluss, das ist so eine Zwischenetappe, das Denken geht dann natürlich weiter. Und ich möchte heute mal zeigen, was Goethe dazu veranlasst hat, den Newton in Zweifel zu ziehen und das dicke Buch zu schreiben, was ich letztens vorgestellt habe, um Newton zu widerlegen. Und er hat durch so ein Prisma geschaut hier und was er da gesehen hat, das hat ihn dazu geführt, uns zu sagen, nee, so geht's nicht, Freunde, wir müssen das nochmal genau angucken, der Newton hat sich geirrt. Und da schauen wir jetzt mal durch dieses Prisma. Vielleicht sind jetzt schon Farben zu sehen, ich weiß es nicht. Und dann unterhalten wir uns mal darüber, was hat Goethe gesehen und was hat ihn dazu veranlasst, über die Physik der Farben nachzudenken. So, jetzt sehen wir hier erstmal einen Blick aus dem Fenster. Ich habe extra den Rahmen mitgefilmt. Und jetzt führe ich hier so ein Prisma durch und das ist gar nicht so einfach. Also wenn man durchguckt, kriegt man es hin. Jetzt sieht man hier schon Farben, weil man muss immer durch zwei Flächen gucken. Okay, und ich drehe das mal so ein bisschen nach dort. Da seht ihr ein bisschen die Wand vom Institut. Und jetzt müsste... Gar nicht so einfach. Wo ist das denn? Also man muss, wie gesagt, immer durch zwei gucken. Und ich müsste das irgendwie hier, genau vor die Linse halten. Genau so. Super. So, jetzt sehen wir im Prinzip den Blick durch das Prisma. Und das ist, was Goethe gesehen hat. Stellt sich nicht richtig scharf. Ich drehe das noch ein bisschen. Also. Jetzt haben wir ein schönes Bild. Okay. Jetzt sehen wir die Fensterfront und wir sehen Farben. Goethe hat da durchgeguckt und ihm ist was aufgefallen. Es sah nicht so aus, wie er das erwartet hatte. Und vielleicht fällt es dir auch auf der einen Seite sind die Farben orange-gelb und auf der anderen Seite blau-hellblau. Und der Regenbogen mit dem Grün, das ist unten in dem Fenster zu sehen bloß. Also da geht es ins Türkise und da treffen dann Blau und Gelb aufeinander und da könnte man denken, ja, da ist Grün. Okay, soweit der Blick durch das Prisma. So, jetzt habe ich das hier mal angehalten und wir sehen jetzt ein Foto, um mal zu schauen, was hat Goethe hier gesehen und was hat diesen Ausschlag gegeben, sich mit den Farben und mit der Farbenlehre zu beschäftigen. Also wir müssen erstmal darüber nachdenken, was hat Goethe erwartet. Goethe hat die Optik gelesen von Newton. Da sind die ganzen Experimente drin, die Newton gemacht hat und die Schlussfolgerung. Und Goethe hat erwartet, durch das Prisma zu schauen und dann ein Regenbogenspektrum zu sehen an Farben. Und er sieht aber was anderes. Und das Interessante ist, dass Goethe tatsächlich
schon gleich die richtigen Fragen gestellt hat, denn wir müssen uns mal darüber nachdenken, also würden wir hier auch ins Zweifeln kommen oder sogar dahin kommen, den Newton anzuzweifeln, bei diesem Blick? Das ist halt die Frage. Also was sieht Goethe? Goethe sieht nicht das Regenbogenspektrum, sondern er sieht an der einen Kante oder mehrere Kanten mit orange-gelb und andere mit hellblau und blau. Und an manchen Stellen, also wie hier unten, in dem mischen sich diese Farben auch zum Grün. Aber er sieht kein durchgehendes Spektrum. Und Goethe hat jetzt darüber nachgedacht, wo sind denn hier eigentlich die Farben? Und er ist dazu gekommen beim Nachdenken, die Farben sind immer nur dort zu sehen, wo hell auf dunkel trifft. Immer nur da, wo es eine scharfe Kante von Dunkelheit und Licht gibt. Nur da sind die Farben. Und wenn wir von links nach rechts sehen, dann können wir auch sagen, wenn es vom Dunkel in das Hell geht, dann sehen wir orange-gelb. Und wenn es vom Hell ins Dunkel geht, dann sehen wir hellblau-blau. Und jetzt sind hier noch andere Erscheinungen. Also wir sehen hier auch ein Violett und das Grün, was sich dann aber erst mischt. So. Und das hat Goethe gesehen und hat daraus geschlussfolgert, wenn die Farben immer nur dort zu sehen sind, wo hell und dunkel aufeinandertreffen, Licht und Finsternis, dann können die Farben nicht nur etwas mit dem Licht zu tun haben, sondern auch die Finsternis spielt eine Rolle. Das war die Schlussfolgerung von Goethe und das hatte er in Newtons Optik nicht gefunden. Newton hat überhaupt gar nichts zur Dunkelheit gesagt. Wir werden das auch gleich nochmal schauen, das hat er übersehen, dass das eine klare Voraussetzung seines Experimentes war, dass es auch die Dunkelheit ergibt. Aber Newton hat sich gesagt, Dunkelheit brauche ich nicht betrachten, Dunkelheit ist ja nichts. Und Goethe hat gesagt, nein, wir sehen hier ganz klar, es hat auch was mit der Dunkelheit zu tun. Und deshalb hat er gesagt, ich muss mich damit beschäftigen. Newton hat etwas übersehen, Newton hat unsauber beobachtet, seine Schlussfolgerungen sind falsch. Um das jetzt nochmal zu belegen, haben wir jetzt hier nochmal, sehen wir Newtons Experiment. Rechts oben auf dem Bild ist in der Tür ein kleines Loch. Dadurch fällt ein Lichtstrahl auf das Prisma in der Mitte des Raumes und dann werden Farben an diesen weißen Schirm, ein Regenbogenspektrum, geworfen. Das ist ein bisschen falsch hier eingezeichnet. Eigentlich dürfte man nur dann die Farben auf dem Schirm sehen, aber nehmen wir mal an, da ist es ganz staubig in dem Raum, dann würde man die Farben auch auf dem Weg sehen. Also da würden dann diese Staubpartikel angeleuchtet. So, was ist hier passiert? Auf jeden Fall, keiner bezweifelt, dass das so stattgefunden hat. Das ist richtig. Der Einwand, den Goethe hat, ist zum einen aber, es ist unglaublich wichtig, damit das Experiment funktioniert, dass dieser Lichtstrahl durch ein kleines Loch fällt und außerhalb dieses Lochs eben kein Licht ist, nämlich Finsternis. Sonst funktioniert es nicht. Und das Zweite, was Goethe anmerkt, ist, wenn man diesen weißen Schirm etwas mehr nach rechts schieben würde, dann würde irgendwann das Grün verschwinden. Um das jetzt noch deutlicher zu machen, gucken wir uns jetzt nochmal ein weiteres anderes Bild an. Und hier sehen wir mal ein reelles Foto von diesem Experiment. Also oben, das obere Drittel, das ist ein Foto von dem Experiment. Da sehen wir das Prisma von der Seite. Von links fällt der Lichtstrahl hinein, wird zweimal reflektiert. Einmal nach oben weg, einmal nach unten weg und dann fällt er durch das Prisma in diesen Farbenfächer. Oben ist das Foto und unten ist die
Interpretation von Newton und ganz unten, also in der Mitte ist die von Newton und ganz unten ist die Interpretation von Goethe. Und jetzt kann man mal sehen, was hat Newton gesehen, was hat Goethe gesehen und du kannst ja mal gucken, was siehst du. Newton hat gesehen, zum einen, wenn wir uns die Frage stellen, gibt es in diesem Farbfächer, gibt es dort weißes Licht? Newton sagt, nein, da gibt es kein weißes Licht. Es gibt nur farbiges Licht, das da durchgeht. Das weiße Licht kommt im Prinzip auf der anderen Seite nicht an. Goethe sagt, doch, da ist weißes Licht, aber das verliert sich so gegen Mitte des Fächers. Die zweite Frage ist zum Beispiel, wo ist das Grün? Wo fängt das Grün an? Newton sagt, das Grün beginnt gleich vorne am Farbfächer, vorne links. Und Goethe sagt, nein, das Grün mischt sich erst aus Gelb und Blau so in der Mitte des Farbfächers. Und das ist der Unterschied. Und wir sehen jetzt hier auch, Goethe sagt, an den Kanten von hell zu dunkel, dort entstehen die Farben und die mischen sich dann. Und Newton sagt, im weißen Licht sind die Farben enthalten und fächern sich aus durch Brechung. Das sind die beiden Unterschiede. So, und du kannst jetzt mal gucken, was siehst du? Das, was der Newton da gezeichnet hat oder das, was Goethe gezeichnet hat. Für mich ist eindeutig, ich sehe auch das, was Goethe gesehen hat. Ich sehe, dass das weiße Licht tatsächlich darauf rauskommt und sich dann in der Mitte verliert und dass das Grüne erst so ab Position B anfängt. Also wenn man, wie Newton es gemacht hat, bei dem Schnitt, also da ist ja A und B, diese beiden Striche, wenn man dort den Bildschirm oder diesen Schirm hinstellt, wo das drauf trifft, dann hat man genau das Bild, was Newton gehabt hat. Ne? In der Mitte ist grün. Aber wenn man ihn ein bisschen ranschieben würde auf die Position A, da wäre eben kein Grün da, sondern da wäre noch das Weiß zu sehen. Wir schauen uns jetzt nochmal an, wie das aussieht in einer Lehrbuchseite von einem Physikbuch. Ja, und da habe ich das mehrfach gefunden und da ist natürlich die Newtonsche Optik beschrieben und an Beispielen dargestellt. Und ich habe jetzt also öfters mal gefunden, dass das Foto drin war und eine schematische Darstellung. Leider habe ich jetzt bei der Recherche für das Video bloß noch diese Seite gefunden und da sieht das obere aus wie ein Foto, aber das kann eigentlich kein Foto sein, weil da fehlt eine Reflexion, die sonst immer auf allen Fotos drauf ist. Also dieses zweite, das Licht, das weiße Licht, das nach unten geht. Und das Lila habe ich, also dieses Violett, das habe ich auch auf keinem Foto gesehen. Das glaube ich nicht so richtig, dass das ist. Auf jeden Fall wollte ich nochmal zeigen, das steht in allen Lehrbüchern, steht die Variante vom Newton. Und in allen Lehrbüchern, also bei der schematischen Darstellung sieht man es, fängt das Grün sofort nach dem Prisma an und es gibt auch kein Weiß. Und oben bei dem Bild, bei dieser Darstellung, da steht dann dazu Lichtbrechung im Prisma, Teilreflexion an beiden brechenden Flächen als Nebeneffekt. Also wahrscheinlich ist das so ein bisschen hingeschummelt, dass diese zweite Reflexion, sagen die dann einfach, hat sich in diesen Farbkegel geschoben und deshalb ist da Weiß zu sehen. Anders kann ich mir das nicht erklären, warum die das da gemacht haben. Also auf jeden Fall haut das nicht mit dem Foto hin. Und das ist ja das Interessante eigentlich an der ganzen Sache. Ich behaupte hier, es steht in allen Lehrbüchern falsch. Goethe hatte recht, Newton hat sich geirrt und seit 200 Jahren interessiert das aber keinen und es wird nach wie vor die Optik von Newton gelehrt. Aber das kann natürlich nicht sein, weil wenn das so wäre, dann hätten das ja bestimmt schon die Wissenschaftler und die ganzen schlauen Lehrer rausgefunden,
wenn die diese Experimente nachvollziehen und in ihrem Studium, dass sich alles arbeiten. Aber vielleicht haben die ja auch bloß einfach nachgeplappert, was die gehört haben. Und so ist es niemandem aufgefallen oder niemand hatte den Arsch in der Hose zu sagen, ja, das stimmt. Der Newton hat sich geirrt. Hier ist es doch bunt auf weiß zu sehen. Ja, und genau an der Stelle trennt sich auch, sage ich mal, die Spreu vom Weizen. Diejenigen, die sagen, nee, ich glaube lieber, was meine Lehrer mir erzählen oder Professoren oder was bei Wikipedia steht oder in den schlauen Lexika. Oder ich bin ein Forscher und sage, nee, bevor ich hier mir ein Urteil bilde, will ich das lieber mal nachvollziehen haben. Ich hole mir mal die Farbenlehre und schaue mir mal die Experimente an, die der Goethe gemacht hat, oder ich gucke mir erstmal die Optik an von Newton und dann schaue ich, was in der Farbenlehre dazu steht, und dann kommt man auf jeden Fall zu einem Ergebnis. Ja, das ist natürlich interessant. Ich räume das mal wieder hier zurück, in dieses schöne, hübsche Schächtelchen, und mache das zu, weil jetzt ist ja das Video vorbei. Hier ist noch ein bisschen, habe ich noch gemalt extra, damit das noch im Video vorkommt. Ist das hier noch zu sehen? Blick durchs Prisma hier mit den beiden Seiten, das ist hier vertauscht. So haben wir das nicht gesehen in dem Video. Na doch, so. Und wenn man das so zusammenschiebt, dann ergibt es hier den Regenbogen. Ja, sehr interessant, was der Goethe da erzählt hat. Wenn ich das jemandem heute erzähle, dann sagen alle, was, das wusste ich gar nicht, dass der auch Naturforscher war oder so Philosoph oder Forscher. Und das ist sehr unbekannt heute. Und das hat natürlich auch seine Gründe, weil der kommt zu ganz anderen Ergebnissen und die passen nicht so richtig in das Weltbild. Deshalb wird so ein bisschen verschwiegen. Der hat ganz andere Sachen noch rausgefunden. Vielleicht mache ich da mal Videos zu. Goethe hat 100 Jahre vor Darwin behauptet, eine Theorie aufgestellt, dass der Mensch mit den höheren Säugetieren verwandt ist, und um das zu beweisen, hat er sogar den Zwischenkieferknochen gefunden bei Menschen. Dann hat Goethe über die Pflanzenmetamorphose nachgedacht. Das sind alles fantastische Ideen, die heute leider völlig unbekannt sind, weil sie einfach nicht in dieses materialistische Wissenschaftsbild passen. Der Schiller hat mal zum Goethe, also Schiller und Goethe, die haben sich immer Briefe hin und her geschrieben, deshalb kann man das alles noch nachvollziehen. Der hat mal sich zur Farbenlehre geäußert, der hat ja auch ein Gedicht da reingetan in die Farbenlehre, davon habe ich im ersten Video erzählt. Und der hat dann geschrieben, ja, was du mit der Farbenlehre da machst, das ist wertvoll und interessant, aber noch viel wertvoller als diese Anschauung der Farben ist, wie du die Natur betrachtest. Dieses, wie du forschst und wie du das anschaust, mit Kopf und Herz, mit Intuition, mit Inspiration und Imagination, das ist eigentlich das wirklich Wertvolle. Und für mich als Künstler ist das auf jeden Fall so. Und um das herauszufinden, was der so anders macht, der Goethe da, muss man sich einfach dann mit den anderen Sachen noch beschäftigen. Mit der Pflanzenmetamorphose, mit seiner Wirbeltheorie. Und dann kommt man dahin, wie der die Welt betrachtet hat. Und das ist wirklich wundervoll. Und jeder Philosoph oder jeder, der gerne über das Leben nachdenkt, der wird unglaublich inspiriert von dieser Art zu denken. Und wenn du Lust hast, hier auf dem Kanal werde ich bestimmt noch mal ein Video machen, zur Pflanzenmetamorphose oder überhaupt zum Denken in Metamorphosen. Also das ist unglaublich interessant. Hier zum Beispiel die Blume Frau habe ich entwickelt, auch mit diesem Denken. Also hier so ein kleiner Gedicht, so ein kleiner Band haben wir mal zusammen gemacht hier mit anderen Leuten, wie man eine Frau zum Blühen bringt. Also etwas nicht als Ding zu betrachten, sondern als Entwicklung. Man kann gar nicht sagen, was ist richtig und was ist falsch, sondern was ist wann richtig. Vom Samen zum Keim, zum Spross, zur Blüte, zur Frucht, zum Samen.
Alles hat seine Zeit. Das ist ein ganz anderes Denken. Da mache ich vielleicht mal was drüber. Wenn du das nicht verpassen willst, kannst du ja mal den Kanal abonnieren. Ansonsten kann man auch bei der Farbenlehre, also das habe ich ja gezeigt, hier in diesem Siebdruck, kann man jetzt hier leider, das passt nicht ins Bild zu rot, der Farbkreis geküsst, hier ist der goethische Farbkreis, die 6 Bilder, aber in Beziehung zur menschlichen Beziehung gesetzt. Oder ich habe hier die Beziehungsuhr, also die menschlichen Beziehungen habe ich mal weitergedacht über den Farbkreis. Also wenn das weiblich und männlich ist, dann kann es hier diese Beziehung, diese einfache Beziehung geben, vielleicht sowas wie eine Verständnisbeziehung oder eine Freundschaft. Und wenn man aber jetzt mit dem Farbkreis denkt, dass man sagt, wir wollen das Weibliche erregen und steigern ins Violette oder das Männliche erregen und steigern. Und das verbindet sich dann erregt und gesteigert zur leidenschaftlichen Liebe. Dann haben wir hier den Farbkreis von Goethe in diesen menschlichen Beziehungen. Und das ist so ein Bastelbogen, das gibt's hier bei meinen Workshops. Ja, das war's jetzt erstmal hier vom Institut für gute Laune. Preibisch sagt Tschüss, vielleicht sehen wir uns mal wieder im Institut oder hier auf dem Kanal. Tschüss. Institut für gute Laune. Wir forschen für Ihre gute Laune.